Die Wild City U-Bahn. Wer hätte das gedacht? Ein Projekt, welches für Furore gesorgt hat bei uns auf dem Kanal. Tausende und Abertausende Kommentare, welche sehr professionell sind und gut sind. Wir hätten damit wirklich nicht gerechnet. Damit herzlich willkommen zurück. Ich glaube, Rita ist beim Beantworten der Instagram-Kommentare, wo auch Leute wegen der U-Bahn geschrieben haben, es ist der absolute Wahnsinn. Es hat jetzt eine Zeit gedauert, bis es wieder ein Update dazu gibt, aber heute ist es soweit. Und ich hole mir natürlich immer Inspiration auf Instagram. Ganz richtig. Denn es gibt so viele coole Sachen. Und zu unserer U-Bahn natürlich auch. Ja, und ihr wollt natürlich nicht uns beide sehen, denn ihr habt da das Video eingeschaltet, weil ihr ein Update zur U-Bahn sehen wollt. Das geben wir euch heute. Es hat jetzt eine Zeit gedauert, aber das ist nicht an... viel Arbeit. Richtig. Und das ist nicht an unserer Faulheit gelegen, sondern daran, dass, ja, jedenfalls in Österreich die Baumärkte wie leergefegt sind im Moment. Ich weiß nicht, entweder baut sich jeder momentan gerade eine Lego-U-Bahn oder keine Ahnung, was da los ist. Das ist eine Katastrophe. Wir wollten ja auch solche Platten wieder kaufen, weil wir ja hinten die Erweiterung endlich irgendwann einmal fertig bzw. weitermachen möchten. Ihr seht es dort hinten. Es gibt keine, oder auf jeden Fall bei uns in der Nähe gibt es keine. Ja, in allen Baumärkten in unserer Nähe sind die Platten in der Stärke 19 in dem Format, das wir gerne hätten, ausverkauft. Sieht auch nicht gut aus, dass es die in nächster Zeit wieder mal geben wird. Wir werden auf jeden Fall natürlich für euch dranbleiben. Ja. Wenn es die wieder gibt, dann kaufen wir die und werden auch dort hinten erweitern. Heute gibt es mal eine kleine Runde zur U-Bahn und zwar... Ja, vielen Dank nochmal für eure zahlreichen Kommentare. Wir sind hin und weg und wissen gar nicht, was wir dazu sagen sollen, außer vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt schon die Schienen bestellt im anderen Radius, dass wir hier auf dieser Platte, die 60 cm breit ist, eine schöne Kurve hinbekommen. Ja. Ich denke, das ist trotzdem, auch wenn die Schienen nicht... gerade günstig sind, ist das eine ganz gute Möglichkeit, hier ohne weiteren Anbau und Probiererei, weil wir ja technisch jetzt doch nicht so versiert sind, hier eine Schleife zu machen. Die kommen hoffentlich bald. Wir haben auch schon ein bisschen ausgelegt und probiert, wie viele Bodenplatten wir brauchen, denn wir möchten ja das ganze Areal in hellgrau mit Bodenplatten versehen. Was hat sich jetzt seit dem letzten Mal getan? Naja, es sind wieder viele Fragen aufgeworfen worden, aber kommen wir mal zu dem, was wir schon gemacht haben und dann zu dem, wo wir noch immer Kopfzerbrechen haben. Was hat sich getan? Wir haben noch mehr von diesen Winkeln gekauft. Ich kenne mich ja technisch bei sowas nicht so gut aus, aber ich glaube, das sind Winkel. Und da haben wir jetzt dieses lange Brett, da steht endlich kein Sessel mehr drunter, wo man drüber stolpern kann. Sondern das Brett ist jetzt aufgehängt. Ich würde sagen, wir gehen nach hinten, oder? Dass die Leute das sehen können. Aber schauen wir auch mal durch, weil ich finde, von hier schaut es echt cool aus. Dann sieht man nämlich die Länge der Strecke auch ganz gut. Und hinten seht ihr, da haben wir wieder so ein großes Brett wie dieses hier verbaut. Genau. Richtig. Rita zeigt uns die gesamte U-Bahn von der Station am Hauptbahnhof aus. Ja, weil ich faul bin. Aber du kannst auch gerne sitzen bleiben, wenn du möchtest. Ja, wie gesagt, wir haben hier wieder einiges weitergebaut. Jetzt ist sie auf einmal unterwegs. Sie macht es wie Tim, der krabbelt auch den ganzen Tag rum. Also ich brauche jetzt dazu nichts mehr sagen. Ich lasse nur die Bilder sprechen. Genau. Ihr seht, das hält jetzt sehr gut. Also das ist nicht zum Runterreißen hoffentlich. Wir werden nochmal die Probe machen, wenn Tim dann versucht hier aufzustehen. Aber gut, dann brauchen wir vielleicht noch mehr Winkel. Aber vorerst passt das sehr gut. Hier hinten haben wir auch das Brett gut angemacht. Da kommt dann noch eine Station hin, wie ich das jetzt verstanden habe. Da oder soll auf jeden noch Fall eine Station hinkommen, ganz genau. Umkehrung, genau. Das können ja die Leute nicht weit fahren. Stimmt. Genau, wir haben also hier jetzt dankenswerterweise von Ritas Mutter noch ein paar dieser Eisenwinkel bekommen. Natürlich wäre eine Konstruktion aus Holz auch schön gewesen, aber das ist so relativ zweckmäßig und lässt sich auch ohne weiteres wieder umbauen, falls wir an der Strecke mal was ändern wollen.
Und es war auch so viel Arbeit. Genau. Und wie Rita schon gesagt hat, haben wir jetzt hier auch noch eines dieser großen Bretter montiert. Das ist sich ausgegangen, ohne irgendwelche Zuschnitte zu machen. Das Einzige, was ist, dadurch, dass hier dieser Bock nicht nach hinten zu schieben ist, als sich sonst die Platte durchbiegt, haben wir hier jetzt einen Versatz von ungefähr, ich glaube, das sind 5 cm. Aber das werden wir professionell irgendwie kaschieren und verstecken. Das heißt, das Gleis macht dann hier, wenn es dann Richtung Bahnhof bzw. Schleife geht, eine kleine S-Kurve, vielleicht mit Flex-Tracks, in das Layout hinein und wird dann hier einmal eine Schleife machen und dann fällt das wahrscheinlich gar nicht so auf. Ja. Wir haben jetzt auch noch hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese Balkondielen sind ein bisschen dicker als die Platte. Ja. Wir haben also hier jetzt ganz professionell ein bisschen geschummelt, dass sich das von der Höhe aus gut ausgeht. Haben wir hier jetzt mit ein paar Beilagscheiben, das ist wahrscheinlich die professionellste Art und Weise, wie ihr das jemals gesehen habt, hier diese Platte ein bisschen erhöht. Also es fällt eigentlich gar nicht auf, dass die hier jetzt ein bisschen höher ist und dann ist hier einfach der Abschluss schön, dass wir hier keine Kante haben. Wie gesagt, von unten haben wir die Hölzer hier professionell verbunden, dass hier nichts herumfliegt, dass hier nichts locker ist und das ist jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr stabil. Das Einzige, was ich jetzt noch am Überlegen war, und das seid auch natürlich wieder ihr gefragt, irgendjemand hat das sogar schon geschrieben bezüglich der Höhe. Ja, wir sind am Überlegen, ob wir das nicht 1 weniger hoch machen sollen. Also quasi, das wäre ja jetzt eigentlich leicht möglich, noch, dass wir quasi das nochmal aufschrauben und einfach 1 hinaufschieben. Könnte sich gut ausgehen und warum möchten wir das? Weil wir uns dann einiges an Mauersteinen sparen würden und einiges an Arbeit sparen würden. Ganz richtig. Es ist so, dass die U-Bahn zwar hier in dieser Höhe sehr gut einsehbar ist und man muss nicht direkt so wie Rita am Boden sitzen, damit man die Züge fahren sieht. Auf der anderen Seite sind ja U-Bahn-Tunnel immer sehr knapp bemessen, da es ja jede Menge Geld kostet, im Untergrund einen Tunnel zu bauen. Und wir hätten hier also die Möglichkeit, dass man mehr oder weniger, egal von welchem Winkel, hier eine Schraube nach oben geht. Das heißt, die Bretter wären dann um, ich glaube, 5 cm höher und wir haben ja hier einen Spalt, der hier könnten fast 2 Züge durchfahren, dann könnten wir eine doppelstöckige U-Bahn machen. Das Einzige ist, dass wir halt zwischendurch eben die Böcke haben und da müssen wir aufpassen, dass sie da auch noch unten durchkommen. Das ist jetzt zum Beispiel beim Stadtplatz der Fall, beziehungsweise natürlich auch hier bei diesem roten Bock. Genau, also wenn ihr mal mit mir schaut, es würde sich auch hier eigentlich sehr schön ausgehen, wenn der Zug so ungefähr 5 cm weiter oben wäre. Jetzt stellt die Kamera momentan nicht scharf. Das heißt, wir wären dann ungefähr bei einer Höhe von hier. Da könnte er sogar noch seine Stromabnehmer ausfahren und das würde sich ausgehen. Das Einzige, was ich mir auch gedacht habe, ist, dass für eine U-Bahn-Station die Höhe natürlich schon ganz cool wäre, denn sie sind meistens ein bisschen höher als die einzelnen Tunnel. Wir warten jetzt mal auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Also es wäre natürlich möglich, wie Rita auch sagt, man könnte es vom Kostenfaktor her auch ganz cool machen, dass wir nicht so viele Mauersteine brauchen. Auf der anderen Seite müsste man sich ansehen. Ja. Wir sind gespannt, was hier passieren wird. Auch bezüglich Streckendesign haben wir uns Gedanken gemacht. Ihr habt uns ja ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, wie cool das nicht wäre, wenn wir die Strecke bis ganz nach hinten machen würden oder auch bis zum Strand. Das können wir aber jederzeit noch machen. Ja. Wir haben jetzt das Werkzeug, wir wissen jetzt, wie wir es am besten machen können. Es ist nach hinten raus noch Platz. Man kann im Prinzip die Strecke durch die ganze Stadt fahren lassen und trotzdem hier eine Umkehrschleife machen oder einen Bahnhof. Das ist eigentlich kein großes Ding. Ja, aber jetzt probieren wir es mal so aus und schauen uns das mal an, wie das funktioniert, wie das aussieht und dann... Richtig, wir haben außerdem ein bisschen zu wenig gerade Gleise, die muss ich auch noch nachbestellen. Es geht sich nur bis hier aus, also ungefähr 1 Meter
gerades Gleis benötigen wir hier noch. Der kleine Baumeister hat auch seinen Senf dazu zu geben. Ich werde ihn mal befragen, was er davon hält. Ja, wir sind für heute außerdem fertig. Bezüglich des Zuges, den wir wählen werden, ihr habt uns ja da auch geschrieben, dass natürlich dieser ICE, der dort vorne am Hauptbahnhof, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, abgestellt ist, dass der nicht unbedingt als U-Bahn taugt. Da habt ihr vollkommen recht. Wir wissen jetzt noch nicht, welchen wir nehmen werden. Es gibt ein paar Modelle, die uns ganz gut gefallen würden. Unter anderem muss ich sagen, dass man kann da natürlich wechseln, das ist kein Problem, aber dieser neue 60197 würde sich ganz gut eignen, finde ich eigentlich als U-Bahn, oder wir bauen da mal einen Mock, werden wir sehen. Auf jeden Fall sieht es jetzt mal so aus bezüglich der U-Bahn. Ich hoffe, euch gefällt der kleine, aber feine Baufortschritt. Auch wenn es nicht nach viel aussieht, wir haben wieder 2 Tage herumgeschustert und wie gesagt haben, glaube ich, 10 oder 15 Baumärkte aufgesucht, bis Ritas Mutter endlich die passenden Dinge gefunden hat für unser Layout hier, aber das sieht jetzt schon ganz nett aus, finde ich, und das wird noch viel cooler aussehen, wenn hier alles bebaut ist und hier auch kleine Geschichten erzählt werden und so weiter. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielen Dank fürs Einschalten. Bald fährt hier hoffentlich die U-Bahn und bis dahin einen schönen Tag und macht was Cooles. Bis bald. Tschüssi.